Hallo, mein Name ist Friederike Keller und ich arbeite im Entwicklungsteam von Test Insights. Ich freue mich, Ihnen heute Test Insights vorstellen zu dürfen. Aber was ist Test Insights? Test Insights ist eine Erweiterung der Vectorcast-Funktionalität. Dabei handelt es sich um einen cloud-basierten Service, in dem Sie Ihre Ergebnisse aus dem Softwaretest zusammenführen, visualisieren und analysieren können. Das Besondere dabei ist, dass Test Insights kollaborativ arbeitet. Das heißt, alle Tester, alle Pipelines können ihre Ergebnisdaten in Test Insights pushen. Ergebnisdaten sind dabei Coverage-Informationen, Test-Cases, Code-Issues oder Function-Metrics. Test Insights führt dann die Daten von allen Testern zusammen und visualisiert sie in einer Web-App. Diese Web-App ermöglicht verschiedene Sichten auf die Daten und hilft Ihnen, Entscheidungen zu treffen, wie Sie die Qualität in Ihrem Softwareprojekt verbessern können. Zum Beispiel können Sie Files identifizieren, bei denen die Coverage noch nicht ausreichend ist. Ein weiteres Feature von Test Insights ist das Change-Based Testing. Vielleicht kennen Sie es bereits aus Vectorcast. Test Insights erlaubt das Change-Based Testing, also eine intelligente Teststrategie, auf Basis der kollaborativen Daten in Test Insights. Mehr dazu aber später. Ich möchte nicht viele Folien zeigen, sondern relativ schnell in die Tool-Demo wechseln. Vorab müssen wir aber ein paar Begriffe in Test Insights klären. Die App Test Insights ist innerhalb einer Team Area, im Kontext einer Team Area. Eine Team Area ist ein Bereich, in dem ein Team kollaborativ Daten austauschen kann. Dabei kann die Team Area im Self-Service angelegt werden und Teammitglieder haben Zugriff über Username und Passwort. In einer Team Area können auch Rollen und Rechte definiert werden. Das liegt alles in der Hand der Team Area. In der App Test Insights gibt es auch weitere Begriffe, wie zum Beispiel das Projekt. Ein Projekt korrespondiert mit einem Softwareentwicklungsprojekt. Sie können eine Liste von Projekten anlegen und diese in Test Insights pflegen. Der nächste Begriff, das Testobjekt, ist ein sehr wichtiger Begriff für Test Insights. Da wir kollaborativ die Daten sammeln, müssen Sie sich die Ergebnisdaten immer auf einen Softwarestand beziehen. Das Testobjekt in Test Insights entspricht einem getesteten Softwarestand von Ihrer Software. Daher muss beim Datenpush auch genau ein Testobjekt angegeben werden. Wenn man dann die Sequenz der Testobjekte betrachtet, kann man den Entwicklungsverlauf Ihres Softwareprojektes anschauen. Innerhalb der Testobjekte gibt es noch die Execution Records. Diese Records beinhalten die konkreten Ergebnisdaten, so zum Beispiel vom Typ Statement Coverage oder Test Case Runs. Zusätzlich beinhalten die Execution Records aber auch noch Metadaten wie den Tester oder Varianten. Das wäre jetzt schon alles vorab. Ich würde jetzt direkt zu Test Insights wechseln. Sie können nun die Oberfläche von Test Insights sehen. Wir haben in der linken oberen Ecke ein Hauptmenü mit verschiedenen Einträgen. Momentan wird nur der Projekteintrag gezeigt. Es erscheinen später aber mehr. Auf der rechten Seite haben wir verschiedene Icons, die ein Menü verbergen. Zum Beispiel haben wir ein Informations-Icon, in dem Informationen zu finden sind über die verwendeten Versionen von Server und Webclient. Und ein ganz wichtiger Bereich ist hier der Tool-Download. Wenn man diesen öffnet, bekommt man die Möglichkeit, kleinere Hilfs-Utility-Tools, lokale, die man braucht, downzuladen. Zum Beispiel den Test Insights CLI-Client, den ich später noch kurz zeigen werde. Es gibt eine globale Logliste, in der alle Events in dieser Team Area geloggt werden. Außerdem haben wir ein External Link Verzeichnis, in dem man in die Team Area Configuration kann, in der man zum Beispiel neue Mitglieder für die Team Area einladen kann. Wir haben eine Online-Hilfe, Informationen über Lizenz und Vereinbarung und Terms. Und wir haben einen Shortcut zur Vector Homepage. Im letzten dieser Icon-Menüs finden Sie alle Angaben zu der angemeldeten Person, Sprachauswahl oder ein Shortcut zu Ihrem Web-Oberfläche, wo Sie Ihre Kontodaten verwalten können. Genau. Einstiegspunkt bei Test Insights ist immer die Projektliste. In diesem Beispiel haben wir jetzt genau ein Projekt. Das ist das Projekt, was Ingo, mein Kollege, im vorherigen Vortrag gepusht hat. Wir sehen jetzt hier
einerseits den Projektnamen QA-Demo und sehen immer das ausgewählte Testobjekt und die dazugehörigen Daten, die gepusht wurden. In diesem Projekt befinden sich momentan schon 3 Testobjekte, das heißt 3 Softwarestände wurden bereits getestet. Wenn man nun dieses Projekt analysieren will, kann man einfach das Projekt anklicken und man wechselt in ein Overview-Dashboard. Man sieht, das Main-Menü hat sich jetzt ausgeklappt, man hat jetzt den Zugriff zu vielen weiteren Dashboards. In diesem Overview-Dashboard kriegt man einen schnellen Überblick über den aktuellen Zustand des Softwareprojektes. In der linken oberen Ecke sehen wir wieder Projekt und Testobjekt und in diesen linken Widgets sehen wir den aktuellen Stand in dem Testobjekt Version 3. Wir haben Widgets für die Statement Coverage, Branch Coverage, MCDC, Function Coverage. In diesem Beispiel haben wir keine Function Coverage, Test Results, Function Metrics und Code Issues. Auf der rechten Seite sehen wir ein Trendchart, das die zeitliche Entwicklung unseres Softwareprojekts widerspiegelt. Wir können nun auf ein Detail-Dashboard eines Coverage-Typs wechseln, entweder über das Main-Menü oder einfaches Klicken eines Widgets. Unsere Dashboards sind alle gleich aufgebaut. Wir haben auf der linken Seite einen Navigator. Der Navigator zeigt Ihnen Ihre Filestruktur Ihres Softwareprojektes. Man kann hier navigieren in Ebenen tiefer oder auch wieder auf höher liegende Ebenen. Und die Auswahl im Navigator bestimmt den Inhalt des Content-Bereichs. Der Content besteht aus vielen einzelnen Widgets, die Ihnen die Analyse Ihrer Daten ermöglichen soll. In diesem Fall haben wir ein Donut-Widget, das die erreichte Coverage anzeigt, oder auch eine Tree Map, mit der man schnell ablesen kann, welches File noch weitere Tests benötigt, um eine höhere Coverage zu erreichen. Ganz unten befindet sich eine File Details Table, in der File-basiert noch einmal die Coverage angezeigt wird, auch mit der Möglichkeit, die Files zu expandieren und auf Funktionsebene diese Analyse durchzuführen. Eine Besonderheit in dieser File Details Tabelle ist, dass man direkt von der File Details Tabelle den Code öffnen kann und dann die Ergebnisse codebasierend anschauen kann. Dazu aber später noch mehr. Auf der linken Seite sehen wir eine Lasche, diese ist auf jedem Dashboard vorhanden. Beim Klicken wird ein Filterbereich geöffnet. Wenn man nun einen Filter auswählt, hat das direkt Auswirkungen auf den Navigator und somit auch auf den Content-Bereich. Es ist zum Beispiel hier möglich, wir können filtern auf Files, die eine Coverage kleiner 70% haben. Damit sind nur noch 2 Files im Content-Bereich sichtbar und wir haben damit die Files gefunden, die die schlechteste Coverage hat. Andere Filter sind möglich, wie zum Beispiel Varianten, wo Bildvarianten gemeint sind, oder auch die Quelle der Coverage-Information, ob die Coverage durch Messungen erreicht wurde oder durch Analysis, durch das Feature Covered by Analysis von Vectorcast. Zusätzlich kann noch gefiltert werden, wer die Daten gepusht hat oder wer die Tests durchgeführt hat. Die weiteren Coverage-Dashboards sind völlig analog aufgebaut. Wir haben immer Navigator plus Content-Bereich und einen aufklappbaren Filterbereich. Ich switche nun zu den Testergebnissen. Bei den Testergebnissen wird die Teststruktur im Navigator angezeigt mit vorhandenen Testcases. Ebenfalls hat die Selektion im Navigator Auswirkungen auf den Content-Bereich und lässt sich somit gleich bedienen wie alle anderen Dashboards. Eine Besonderheit im Test Results Dashboard ist in der Test Case Run Details Table. Hier haben wir die Möglichkeit, den Trend eines Testcases zu öffnen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Testfall failed ist, dann kann ich hier diesen Testfall in vorherigen Testobjekten anschauen und kann ermitteln, wann dieser Fehler aufgetreten ist.
Zu den Test Results Dashboard gehören auch noch ein Trace Item Dashboard. Dabei geht es um die Requirements, die an Tests vorhanden oder definiert sein können. In diesem Beispiel haben wir verschiedene Requirements und einzelne Requirements sind durch verschiedene Unit-Tests von Vectorcast abgedeckt. Auf den Requirements wird dann das Ergebnis aller Unit-Tests angezeigt. So kann man seine Qualität bezüglich der Requirements analysieren. Die letzten Dashboards, die wir haben, betreffen die Code-Qualität. Hier haben wir einmal ein Code-Issues Dashboard, das die Ergebnisse der statischen Code-Analyse anzeigt, und ein Function Metrics Dashboard, das Kennzahlen wie Lines of Code, Complexity oder maximale Complexity anzeigt. So, zum Ende der Vorstellung von Test Insights würde ich jetzt noch die Code View zeigen. Dazu wechsle ich in ein Coverage Dashboard und klicke hier das Manager C-File. Es öffnet sich automatisch die Code View. Dazu gibt es jetzt noch eine Besonderheit. In Test Insights wird kein Source Code von Ihnen, von Ihrem Entwicklungsprojekt gepusht. Es läuft alles über Metadaten. Das Einzige, was wir uns in Test Insights speichern, sind Repository-Informationen wie den Pfad und die Version und natürlich dann alle Ergebnisdaten zu genau diesem File. Wenn nun die CodeView geöffnet wird, hilft uns eine lokale kleine Komponente, der SCM Connection Service, den Inhalt des Files mit Ihren Zugriffsrechten auf Ihrem lokalen Rechner von Git oder einem anderen SCM-Tool zu holen und den Inhalt anzuzeigen. Wir erweitern dann diesen Source Code nur noch mit allen Ergebnissen, die uns zur Verfügung stehen. In der CodeView am oberen Bildschirm sehen wir nochmal einen Überblick über das File. Für dieses File wurde eine Statement Coverage von 61% erreicht, Branch Coverage von 41% und so weiter. Die erreichte Coverage stellen wir im Code durch ein Highlighting dar, durch grün, gelb und rote Farbe. Das heißt, grüne Coverable Objects werden grün, gecoverte Coverable Objects werden grün dargestellt, gelb zeigt, dass etwas teilweise abgedeckt ist und rot zeigt, dass etwas nicht abgedeckt ist. Dieses Farbhighlighting lässt sich ebenfalls durch einen Filter bestimmen. Wenn Sie zum Beispiel eine Analyse auf MCDC fahren wollen, können Sie das Farbhighlighting für Statement Coverage und Branch Coverage ausschalten. So erkennen Sie in Ihrem Code ganz schnell die Decisions, für die MCDC Coverage vorhanden ist oder noch nicht vorhanden ist. Ich schalte nun Statement und Branch wieder ein. Links neben dem Source Code werden Spalten angezeigt, in denen immer alle Result-Daten markiert werden. Das heißt, man erkennt in jeder Spalte, ob es Statement Coverage, Branch Coverage, Code Issues und so weiter gab. In diesem Fall haben wir zum Beispiel hier die Code Issues. Genau. Im unteren Bildschirmbereich haben wir noch die Detailed Information Window. Hier werden detaillierte Informationen zu der aktuell selektierten Zeile angezeigt. Zum Beispiel haben wir hier in den Tabs die Anzahl der jeweiligen Coverable Objects, ein Statement gecovert von einem, die Branches. Hier kann man dann den Branch noch aufklappen und sieht ganz genau, welcher Zweig des Branches gecovert ist und welcher nicht. Und wir haben noch für MCDC die gleiche Vorgehensweise, dass wir bei einer Decision die Conditions sehen und ihr Coverage-Zustand und bis in eine Tiefe runter, in der die MCDC-Kriterien angezeigt werden und ob sie fulfilled sind oder nicht. Zusätzlich zeigen wir auch noch die Code-Issues, die in einer Zeile vorhanden sind. Per Default ist immer ein Filter auf die aktuelle Selektion eingegeben. Man kann natürlich diese Filterung auch entfernen und erhält somit alle Code-Issues des ganzen Files. In dieser Tabelle kann man dann beliebig sortieren oder filtern und kann dann die einzelnen Code-Issues mit ihren Informationen betrachten und
analysieren, was zu tun ist. Noch eine Information zusätzlich zu den Coverage-Typen und den Code-Issues werden auch die Test-Case-Runs angezeigt. Diese Tatsache ist eine sehr wichtige Voraussetzung für das Change-Based Testing, auf das ich jetzt gleich kommen möchte. Es ist wichtig, dass wir die Coverage-Informationen mit den Tests verknüpft haben. Das heißt, die Information, welcher Test welche Codestellen durchläuft, wird für das Change-Based Testing benötigt und genau dieses sehen wir in der Code-View auch. Wir können an dieser Stelle sehen, dass 10 Test-Cases durch diese Codestelle durchlaufen sind. Das heißt, bei einer Änderung macht es Sinn, genau diese Testfälle erneut durchzuführen. So, ich komme nun noch zum Change-Based Testing mit Test Insights. Wir haben soeben in Test Insights gesehen, wir haben sowohl Coverage-Ergebnisdaten als auch Test-Case-Ergebnisdaten und dazwischen die Source Code Traceability, die notwendig für ein Change-Based Testing ist. All diese Daten befinden sich an einem Testobjekt. Um ein möglich gutes Testobjekt zu haben für das Change-Based Testing, sollten die Tests möglichst umfangreich ausgeführt worden sein, zum Beispiel bei einem Nightly Build. Wird nun eine Codestelle geändert, kann man die Änderung an Test Insights pushen in Form von einem Diff-File. Test Insights ermittelt dann auf diesem Diff die empfohlenen Testfälle auf Basis der Source Code Traceability und liefert eine Liste von empfohlenen Tests zurück. Diese können dann in Vectorcast zur Wiederausführung gebracht werden. Das Ganze würde ich Ihnen jetzt gerne noch kurz live zeigen. Sie sehen jetzt hier das Manager-C-File, das wir gerade in der Code-View geöffnet hatten. Wir ändern jetzt an einer beliebigen Stelle, zum Beispiel machen wir das Steak 2 € teurer, speichern. Diese Änderung würde jetzt zu einem Diff-File in dieser Art führen. Wir sehen, dass die Zeile 52 in der alten und der neuen Version modifiziert wurde. Zeile 52. Wir gehen nun zum CLI-Client von Test Insights, der Test Insights Exe. Hier haben wir einen Befehl, mit dem man die empfohlenen Tests abholen kann, mit Get Test Context. Wir wählen das Projekt, das wir in Test Insights betrachtet haben, QA-Demo, und auch das Testobjekt Version 3. Input ist genau dieses Diff-File mit der Zeile 52 geändert und Output schreiben wir in ein vtestset-File recommanded tests. Wir müssen noch die Team Area übergeben und auch den SCM Root Path dafür. Ich führe das jetzt gerade mal aus. Und nun können wir einen kleinen Blick auf das vtestset-File werfen. Dieses vtestset-File beinhaltet alle Informationen zu den empfohlenen Tests. Diese finden wir als Execution Element Name und allen Informationen, die wir für eine Wiederausführung brauchen. In diesem Fall haben wir hier die 10 Testfälle, die wir vorher bereits in der Code-View gesehen haben. Um diese jetzt nun auszuführen, wechseln wir wieder zu einem kleinen CLI-Tool. Dieses wird von Vectorcast bereitgestellt. Und zwar heißt es Test Insights Connector Exe und befindet sich in der Installation von Vectorcast. Wir rufen die Aktion cpt auf und übergeben genau dieses vtestset-File. Beim Ausführen wird nun Vectorcast angestartet, die verschiedenen Environments werden gebaut und nach dem Bauen anschließend die Unit-Tests ausgeführt. Man sieht nun, dass verschiedene Unit-Tests wieder ausgeführt wurden, erfolgreich, und hat somit die empfohlenen Testfälle für eine Codeänderung identifiziert und wieder ausgeführt. Das heißt, Test Insights und Vectorcast liefern die Möglichkeit, die entsprechenden CLI-Tools, das Change-Based Testing, auch in eine CI-Pipeline einzubinden. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Beispiel zeigen, wie Change-Based Testing in einer kollaborativen Umgebung verwendet werden kann. Die Entwicklung des Softwareprojekts läuft auf einem Masterbuild. Dort gibt es regelmäßige Builds mit vollem Testumfang. Wenn nun ein Feature entwickelt werden soll,
wird ein neuer Feature Branch angelegt, auf dem die Feature-Entwicklung stattfindet und auf dem hier die ersten Änderungen durchgeführt werden. Beim ersten Commit wird nun das Change-Based Testing angestartet. Dabei tritt ein Failed auf. Das heißt, die neuen Änderungen haben irgendetwas kaputt gemacht. Diese Bug muss gefixt werden und beim nächsten Commit wird ebenfalls das Change-Based Testing angestartet. Nun ist der Fehler behoben und wir bekommen ein Pass. Auf dem Feature Branch wird bei jedem weiteren Commit nun ebenfalls das Change-Based Testing angestartet. Somit kann garantiert werden, dass die Qualität der Software, der Feature-Entwicklung hochgehalten wird. Auch beim Last Commit wird das Change-Based Testing angestartet. Da sollte das Ergebnis auf jeden Fall passed sein. Nach einem Review und Approve kann dann der Feature Branch zurückgematcht werden. Test Insights unterstützt Sie so also bei der Feature-Entwicklung durch Change-Based Testing mit geringem Testaufwand die Qualität Ihrer Software im Auge zu behalten und frühzeitig reagieren zu können. Ich bin nun am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich nun auf Ihre Fragen.